Für mich ist Wasser machen ist immer ein Festtag, weil für mich ist das nach wie vor ein Wunder der Technik. Also ich könnte das Boot dort nicht in aller Ruhe liegen lassen. Das habe ich nicht, weil ich kann schwimmen, aber ich kann nicht fliegen. Ich habe den Generator gerade mal angemacht, der läuft hinter mir und ihr seht, so in 5 Meter Entfernung hört man schon fast nichts mehr davon. Und zwar läuft er deswegen, weil wir heute Wasser machen wollen. Ich kann den Wassermacher über die Batterien betreiben, aber nur kurz, dann ist die Batterie leer, so circa eine Stunde. Und deswegen muss der Generator mitlaufen. Also ich hätte eigentlich genug Solar, aber ich habe nicht genug Speicher. Ich habe jetzt soweit alles vorbereitet, dass wir den Wassermacher in Betrieb nehmen können. Man muss eins vorweg sagen, das ist ein 230 Volt Gerät. Das heißt, man braucht, wie der Name sagt, 230 Volt. Deswegen läuft der Generator als Unterstützung. Ich habe ihn jetzt mal ausgemacht. Und der Wassermacher besteht bei uns aus 2 Komponenten. Das ist einmal die Hochdruckpumpe mit dem vorgeschalteten Filter und hat schon mal den Seewasseransaugung. Hier oben kommt gleich noch eine Hochdruckleitung drauf. Und dann haben wir einen zweiten Teil. Das ist die Membrane mit den Schläuchen. Und die ist hier in diesem Kasten drin. Wenn man ihn aufklappt, dann sieht man erstmal den Druckmanometer. Das ist die Hochdruckleitung, die kommt an die Hochdruckpumpe dran. Die lege ich schon mal nach hinten. Das hier, das Grüne, ist die Sohleleitung. Das ist das Abfallwasser, das Restwasser. Und das hier ist das sogenannte Produktwasser. Also das ist praktisch das Frischwasser. In dieser blauen Kiste hinter mir sind weiße große Zylinder und in dieser Zylinder schiebt sich ein Kolben hin und her und es ist eine Membrane eingebaut und der Kolben komprimiert sozusagen Salzwasser, presst das gegen eine Membrane und die hat so feine Öffnungen, dass das Salz hängen bleibt und das Süßwasser durchgeht. Das Salzwasser, die Sohle, wird ausgespült in die grüne Leitung. Und so wiederholt sich das Spiel. Das sind 2 Zylinder, ×60 Liter pro Stunde. Das heißt, wir können 120 Liter Wasser in der Stunde machen. Ich werde ihn gleich anschalten und dann können wir Wasser machen. Und so geht das hier den ganzen Tag. Ein Motorboot nach dem anderen. Aber gut. Das gehört dazu. Also man sieht, er spült auch. Das ist unser Salzwasser, unser Kochwasser. Was ihr jetzt hört, ist nur der Wassermacher. Hier die Membranen und die Hochdruckpumpe. Mehr ist das gar nicht. Und er spritzt jetzt schon Solewasser, das heißt, er spült erstmal die Membranen aus. War ein Desinfektionsmittel drin und ich nehme ihn jetzt wieder in Betrieb. Das heißt, ich lasse ihn jetzt erstmal ein paar Minuten mit Salzwasser spülen. Dann werde ich langsam den Druck erhöhen hier über den Manometer. Das heißt, dann erst kommt Süßwasser raus und selbst das lasse ich noch mal ein paar Minuten laufen, dass ich danach auch Trinkwasser habe, was auch keine Chemierückstände mehr hat. Also heute ist ein besonderer Tag. Das mag kindisch sein, die Langfahrer werden jetzt schmunzeln, aber für mich ist Wasser machen ist immer ein Festtag, weil für mich ist das nach wie vor ein Wunder der Technik, wie man aus Salzwasser Süßwasser machen kann. Und das ist eigentlich ein relativ einfacher mechanischer Prozess. Das ist geworden.
gehe noch mal eine Kleinigkeit spazieren durch den Wald. Sehr trocken und sehr warm ist es. Marion ist noch nicht auskuriert, deswegen kommt sie auch nicht mit. Ja, das Wassermachen war eine lange Angelegenheit. Wir haben insgesamt 400 Liter Wasser gemacht, also haben jetzt wieder 700 Liter und können das jetzt endlich auch trinken, weil das alte Wasser war noch Hafenwasser, also gechlortes Wasser aus der Leitung im Hafen. Und dadurch, dass wir das jetzt mit dem guten selbstgemachten Süßwasser verdünnen konnten, ist es jetzt auch trinkbar, genießbar. Das Tolle daran ist, es macht unglaublich viel Wasser in einer Stunde, 120 Liter. Die Kehrseite ist, dass wir es jedes Mal auf- und abbauen müssen und dass wir leider jedes Mal den Generator brauchen. Das ist das Setup, für das wir uns damals entschieden haben. Ein anderes haben wir nicht, also fahren wir damit. Das Gute daran ist aber, wir müssen es eigentlich nur alle ungefähr 4 Wochen einsetzen. Und weil ich jetzt nicht weiß, wann wir es das nächste Mal einsetzen, habe ich das System jetzt wieder gepickelt. Was sagt man denn da? Dauerhaltbar gemacht. Sonst müsste ich es alle 2 bis 7 Tage verwenden oder spülen, damit nichts passiert. Aber das würde eben jedes Mal bedeuten aufbauen. Als wir vor 2 Jahren mit der Ariba unterwegs waren, da haben wir tatsächlich jede Woche mit Wasser gemacht und haben das auch jede Woche aufgebaut. Ansonsten war nichts Besonderes heute. Wir werden morgen eine Bucht weiterfahren und ja, dann werden wir gucken, was da ist. Die Buchten hier sind eine schöner als die andere und immer türkises Wasser. Die hier hat hier hinten in der Felswand 3 Höhlen, was auch immer das ist. Das sieht eher von Hand gemacht aus, von Menschen gemacht. Es ist wirklich traumhaft schön auf Menorca. Das Wasser ist türkis, es ist friedlich. Es ist sehr friedlich, die Leute sind ruhig und entspannt und es ist landschaftlich wirklich extrem schön. Hinter uns liegt die Cala Galdana hier um die Ecke rum. Und das ist die Strecke, die ich gestern Abend alles spazieren gegangen bin. Diese Bucht, an der wir gleich vorbeifahren, das ist die Bucht, in der ich war. Und ich fand es interessant, wie voll die war gestern Abend. Und zwar waren die Boote alle ja, Bug an Heck sozusagen befestigt. Ich hatte das irgendwann mal in einem Flusslauf gesehen. Da hatten die das auch so gemacht. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber es sah so aus, als ob sie durchverbunden gewesen wären. Und das macht ja tatsächlich an der Stelle auch Sinn, weil das so eng ist, damit da Platz ist und nicht so viel geschweugt wird. Die Galdana haben wir uns ausgesucht, weil wir eigentlich dachten, die ist groß genug, dass wir das Boot dort alleine lassen können, uns vielleicht auch mal einen Roller mieten und die Insel per Roller erkunden können. Aber da ist so viel los an Schwell- und an vorbeifahrenden Booten, also ich könnte das Boot dort nicht in aller Ruhe liegen lassen. Ansonsten ist es aber ganz okay, also man kann da essen gehen, man bekommt ein paar Lebensmittel. Also wenn man raus aus der Einsamkeit möchte, ist die Galdana auf jeden Fall eine Möglichkeit. Außenrum sind ganz viele kleine Buchten, die werden auch alle immer kräftig angefahren von diversen Booten, sowas wie jetzt gleich an mir vorbeifährt. Da sind wir schon wirklich privilegiert, dass wir auf unserem Boot sitzen können. Jetzt geht es erstmal noch ein bisschen in eine einsame Bucht. Ich schwächel noch leicht, bin noch nicht ganz wiederhergestellt und tut mir jetzt auch gut, noch mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und dann denke ich, in 1, 2 Tagen wird es auch soweit wieder gut sein.
Menorca, die kleine Schwester Mallorcas, ist schon lange ein Traumziel von uns. Wir sind sehr glücklich, endlich hier zu sein. Da es aber August ist es natürlich sehr voll und gerade in den Buchten hier im Süden tummeln sich unheimlich viele Menschen. Denn ähnlich wie auf Mallorca hat der Süden Menorcas viele kleine Calas mit sehr türkisem Wasser. Und da möchte natürlich jeder hin. An der Cala Galdana gibt es viele Hotels und Apartments. Es ist ein sehr beliebtes Urlaubsdomizil. Es ist eigentlich ein reiner Urlaubsort. Ich glaube, dort wohnt sonst niemand. Da ich noch nicht ganz gesund bin und mir das alles viel zu trubelig ist, beschließen wir, in den Norden zu fahren. Wir haben uns eine Bucht ausgesucht, bei der es keinen Ort gibt. Uns gehen zwar jetzt schon langsam die frischen Lebensmittel aus. In der Cala Galdana waren die Minimärkte aber unfassbar teuer. Doch 1-2 Tage geht es noch und dann müssen wir sowieso schauen, wohin wir gehen. Der Wind wird sich ändern, die Bucht wird ungemütlich. Menorca ist so klein, es sind ja nur ganz kurze Wege und wir sind einfach nur froh, unterwegs zu sein bei dieser Hitze. Übrigens ist uns auf Menorca ganz besonders aufgefallen, dass es deutlich weniger deutsche Urlauber sind. Sowohl an Land, aber auch auf dem Wasser. Es sind hier sehr viele Spanier und auch Franzosen. Und das liegt sicherlich auch an der Nähe zu Frankreich. Es ist ja wirklich nicht so weit. Menorca gefällt uns wirklich sehr gut auf den ersten Blick und wir sind sehr gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Wir waren ja gestern hier angekommen. Wir sind ja in der Bucht Fontanella auf Menorca und ja, wir hatten eine tiefe und geschützte Bucht gesucht, wo wir ein bisschen ruhig liegen können, auch mal für ein bisschen länger. Aber die Wetterlage lässt es nicht zu, das heißt, wir werden morgen wieder ablegen. Wir wollten uns heute noch mal ein bisschen umgucken, weil die Landschaft ist schön und das ist auch wirklich eine schöne Bucht. Jetzt habe ich gerade gedacht, Mensch, guck mal, da liegt das Santorin. Ja, so ging es mir gestern auch. Ja. Geht euch das auch so, dass ihr an eurem eigenen Boot vorbeifahrt und euch denkt, ach guck mal, so ein ähnliches Boot finde ich gut. Einer von euch hatte kürzlich mal gefragt, wie zufrieden wir mit dem E-Propulsion sind und ja, man merkt es jetzt auch wieder, wir fahren so gemütlich vor uns hin, wir wollen da hinten einen kleinen Spaziergang machen und wir können uns nett zwischendrin unterhalten und das finde ich halt echt viel wert. Hast du schon den Plan, wo du hin willst? Also ich wollte vorne an den Strand fahren und dann langsam hier wieder in die Richtung laufen. Ich glaube, wir hängen uns da vorne einfach an den Haken dran, oder? Ja. Ich finde da solche alten Steine, wo man so alte Treppen rauf und runter krabbeln kann, wo es irgendwelche Hütten gibt und Mauerreste. Das finde ich ja immer unglaublich spannend, was das wohl mal war und so weiter. Da war die Feuerstelle. Ja. Der Grill für den Fischer, da hat er den frisch gefangenen Fisch hier gegrillt. Du siehst aus wie Robinson Crusoe. Ja, ich fühle mich auch so. Das glaube ich dir sofort. Also es war wohl mal ein Haus oder sowas ähnliches, aber Quatsch. Obwohl? das ist ein Schornstein, ne? Räucherschornstein. Ja. Oder hier hat ein Hippie gewohnt. Hippie? Ich glaube nicht, dass Hippies mauern. Ja klar, warum denn noch nicht? Ui, krass. Frühe archäologische Funde gab es ja hier auf Menorca, ne? Ich glaube, das sind sie. Ja, hier gerade die Betonsteine, ne? Aber faszinierend, ne? Hier ist noch ein Kamin. So, wenn uns das Geld ausgeht, Dann ziehen wir hier ein. wissen wir was, wo wir hin können. Ja. Sind Ich- wir auch geschützt. Ich gucke mir schon mal den Keller an. Also ich sehe jetzt überhaupt gar nichts mehr, aber hinter mir ist irgendwie Schluss. So viel habe ich gemerkt, als ich dann 5 cm davor war, dass es da nicht weitergeht. Ich glaube, das ist dieser Stollen, der zu diesen Schießscharten führt.
Guck mal, da liegt ein Trampolin. Ganz am Horizont, ne? Ja. Das ist ein reges Kommen und Gehen, ne? Da hinter dem Felsen kommt auch gleich einer. Schon wieder in die nächste Bucht runter, ne? Deswegen heißt es auch Cavite Carals, ne? Ja, vielleicht. Du siehst aber ganz schön fertig aus. Wahnsinn, wie krass sauber das Wasser ist, ne? Ja. Das tut gut jetzt. Ey, das ist so irre. Sag mal, kriegst du da nicht tiefen Höhenangst, wenn du ins Wasser guckst? Nee, das habe ich nicht. Weil ich kann schwimmen, aber ich kann nicht fliegen. Okay.